An der Medizintechnik ist natürlich besonders das reizvoll, dass wir an Technik arbeiten können, die auch was Gutes bewirken kann, die was für den Menschen machen kann. Ich finde das einfach faszinierend, wie von den Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Technik ausgehend Dinge entwickelt werden können für die Anwendung am Menschen, für die Gesundheit in der Medizin. Wir wollen neue Techniken entwickeln, die die Medizin in bestimmten Teilgebieten auch mal revolutionieren können. Ganz neue Werkzeuge den Medizinern zur Verfügung stellen, von denen sie jetzt vielleicht noch gar nicht träumen können. Ich finde das einfach faszinierend, wie mit Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie, Chemie, Medizin etc. gemeinsam Dinge entwickelt werden können für die Anwendung am Menschen, für die Gesundheit. Das ist eben genau die Brücke, die Medizintechnik schlägt. Und deshalb ist der Rhein-Main-Universitäten-Studiengang der Medizintechnik hier sehr, sehr wichtig, um Studierende auszubilden in der Medizintechnik im Übergang zwischen den Ingenieurwissenschaften und der Medizin. Hier ein hervorragender Studiengang, der die Ausbildung dafür schafft. Das Tolle daran ist, dass die Studenten schon von vornherein beide Seiten kennenlernen. Einerseits die ingenieurswissenschaftliche Seite, aber die eben auch zu 20% sind sie direkt mit in der Klinik. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass es natürlich auch viele Mediziner gibt, die jetzt mit involviert sind, haben wir natürlich auch sehr gute Partner, auf die wir zugehen können und die offen sind für neue Wege, die wir dann beschreiten wollen. Generell mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, macht einfach schon allein deshalb viel Spaß, weil die viele gute Ideen haben, weil die neue Werkzeuge kennen, mit denen man selber vielleicht noch gar nicht so viel gearbeitet hat. Wirklich der Austausch mit anderen Menschen, dass man in der Gruppe arbeitet, sich versteht, das ist was mich sehr glücklich macht tatsächlich. Ja. Unser Forschungsgebiet bezeichnen wir als Biophotonik oder auch optische Medizintechnik. Wir wollen neuartige optisch-spektroskopische Techniken entwickeln für medizinische Fragestellungen. In unserer Forschung haben wir im Endeffekt 4 große Themen. Das eine ist das Wirkstoffmonitoring in Körperflüssigkeiten. Das geht in Richtung therapeutisches Drug-Monitoring, dass wir also Wirkstoffspiegel in Körperflüssigkeiten quantifizieren, um damit bessere Therapien ermöglichen zu können. Und das würde den Medizinern dann einfach ermöglichen, dass sie die Wirkstoffspiegel in der Zukunft viel besser einstellen können und damit Leben retten können. Das zweite Thema ist die Atemgasdiagnose, um somit eine Früherkennung von Krankheiten zu ermöglichen. Kann ich natürlich sehr gut vorstellen, wie visionär das wäre, wenn man einfach zum Arzt geht, bläst in ein Atemgasröhrchen rein und der kann Frühdiagnose, zum Beispiel von Lungenkrebs, dann erstellen. Dann haben wir ein Thema in Richtung chemischer Bildgebung, dass wir also unsere molekulare Informationen bei heterogenen Proben, dass wir die auch bildlich darstellen können. Und das vierte Thema geht in Richtung Grundlagenforschung, also wie Wirkstoffe direkt molekular an biologische Zielstrukturen anbinden. Ich forsche an magnetischen Mikro- und Nanorobotern, der Erwärmung von winzigen Devices und der Magnetpartikelbildgebung. Wenn wir Medikamente einnehmen, kommt weniger als 1% zum Beispiel am Ort eines Tumors an. Und das möchte ich verbessern, denn wir alle kennen die schlimmen Nebenwirkungen von diesen Therapeutikern. Und deswegen entwickle ich winzig kleine, steuerbare Mikro- und Nanoroboter, die einmal mit Wirkstoffen beladen werden können und dann ganz gezielt zum Ort der Erkrankung, zum Beispiel zu einem Tumor oder auch einer Gefäßverengung oder einer Entzündung hingesteuert werden können. Diese winzig kleinen steuerbaren Mikro- und Nanoroboter sind magnetisch und mit Hilfe von Magnetfeldern, die von außen angelegt werden können, können diese dann durch den Körper gesteuert werden. Das heißt, wir entwickeln Materialien, die a. sehr, sehr klein herstellbar sein müssen, b. magnetisch sein müssen und c. dann auch noch gut vom Körper verträglich sein müssen, am besten sogar abbaubar. Weil das ist tatsächlich ein Szenario, dass diese Mikro- und Nanoroboter magnetisch zum Ort der Erkrankung gesteuert werden können und sich dort dann tatsächlich komplett auflösen. Das heißt, dann gar nicht mehr vorhanden sind, ihren Wirkstoff freisetzen, ihre Arbeit verrichtet haben und dann vom Körper abgebaut werden. Wir beschäftigen uns mit Signal- und Datenverarbeitung für die Medizin. Also immer wenn irgendwo Daten, Zeitreihen, Signale, zum Beispiel ein EKG oder eine Pulskurve anfallen, dann versuchen wir da mit Mitteln der künstlichen Intelligenz Informationen zu extrahieren, um Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose zu unterstützen oder aber auch um Medizintechnik für zu Hause zu entwickeln.
Wir beschäftigen uns ja viel auch mit maschinellem Lernen, angewandter KI im medizinischen Kontext, wo man auch feststellen muss, dass einfach so die gesellschaftliche Entwicklung dahin geht, dass wir einfach immer weniger Ärztinnen und Ärzte für eine überalternde Bevölkerung haben. Ja, und auch da versuchen wir natürlich Technik effizienter zu machen, um letztendlich auch in der Zukunft noch eine gescheite medizinische Versorgung überhaupt anbieten zu können. Wir wollen nicht nur erkennen, wenn das Problem schon da ist, sondern wenn sich Dinge verschlechtern und dann vielleicht noch rechtzeitig eingreifen. Da gibt es natürlich besondere Gruppen, wie beispielsweise Frühgeborene oder auch ältere Menschen, die besonders vulnerabel sind, ja, also die besonders empfindlich sind, ne, wo man sagen kann, okay, wenn wir hier mit möglichst kontaktloser Messtechnik, kamerabasierter Messtechnik, wir können auf Kabel und Kleber verzichten, wo wir dann besonders für solche Gruppen einen Mehrwert bieten können. Wenn ich im Wald bin, die frische Luft atme, das ist für mich ein sehr schöner Ort, um zu entspannen und noch Stress abzubauen. Und das sind auch so Momente, wo man Dinge verarbeitet und wo eigentlich auch tolle Ideen dann kommen. Also meistens, wo man in die Entspannungsphase kommt, dann hat man eigentlich auch die Lösung für Fragestellungen. Dann ist das ganz, ganz toll, wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man merkt, wo man neue Ideen bekommen kann, dass man dann auch tatsächlich die Möglichkeit hat, diese im Labor umzusetzen und einfach mal auszuprobieren. Das macht unglaublich Spaß und ist sehr bereichernd. Gerade auch beim Bouldern kann man ganz prima 20, 30 Mal an ein und derselben Stelle scheitern, aber dann darf man trotzdem nicht sofort aufgeben und muss weitermachen. Irgendwann klappt es dann und das ist in der Forschung sicherlich genauso. Diese große Motivation, die dahinter steht, das große Ziel, Menschen zu helfen, das ist natürlich auch für ein ganzes Forscherleben, für Jahrzehnte ein toller Antrieb.